Heute zeigen wir euch, wie wir Franzex Herz, unsere Alu-Bettkonstruktion gebaut haben. Es hat insgesamt ein Jahr gedauert, bis es so war, wie wir es wollten. Jetzt sind wir total zufrieden damit. Wir haben Franzex Anfang 2019 gekauft und was braucht man da zuerst? Natürlich eine Bettkonstruktion, sonst kann man das Auto nicht als Camper nutzen. Wir haben viel recherchiert und sind dann vom Holz abgekommen und haben uns für Alu entschieden. Es funktioniert eigentlich wie Lego für Erwachsene. Es lässt sich immer wieder schön zusammenbauen und wieder auseinanderbauen. Funktioniert super. Ja, nun geht's also los mit dem Handwerken. Wir sind überhaupt nicht gut ausgestattet. Unser ganzes Werkzeug besteht aus einer 10 Jahre alten Stichsäge, die nach dem ersten Schnitt zerfällt, aus einem Fahrradtool und aus ein paar Schraubenziehern. Wir stellen uns total an wie die Anfänger. Aber man lernt dazu. Mittlerweile haben wir eine gut ausgestattete Werkstatt und trauen uns viel mehr zu. Wir bauen sogar Möbel für daheim und es macht uns großen Spaß. Okay, die Entscheidung ist gefallen. Es werden also Aluprofile. Nun geht es ans Messen. Und ohne Messen geht gar nichts. Wir sind dann am Ende bei einer Größe von 128 x 120 gelandet. Es gibt Konstruktionstools im Internet, mit denen man die Konstruktion visualisieren kann und die einzelnen Aluprofile in Action sehen kann. Dann kann man sich die Maße einfach, so wie man es zusammengesetzt hat, im Internet bestellen und liefern lassen, ohne dass man was sägen muss. Der Nachteil dabei ist, es muss dann stimmen oder man muss wirklich selber Hand anlegen und sägen. Das ist gar nicht so einfach. So im Nachhinein würde ich zum Beispiel die ganze Konstruktion breiter machen, 122 cm, weil unsere Euroboxen ganz schön knapp sind. Unsere Aluprofile sind da und die Eckwinkel. Die Eckwinkel habe ich aus China. Das ist das leichteste Alu, das ich je gesehen habe. Vielleicht ist es auch Plastik. Ich habe da irgendwas erwartet, das so richtig schwer ist. Aber bin mal gespannt, ob die Dinger halten. Das ist wahrscheinlich nur angemaltes Plastik. Ich habe das Gefühl, ich kann es mit den Händen verbieten. Oh Gott, oh Gott. Naja, das wird unser Bett. Was machen wir da jetzt? Wir drehen ein Gewinde für unsere Alubleche. Wenn es nicht klappt, haben wir noch ein Loch auf der anderen Seite, müssen alles wieder auseinandernehmen. Also für solche Feinarbeiten haben wir schon gemerkt, geht es mit der Hand viel leichter als jetzt irgendwie mit dem Akkuschrauber probieren. Das sieht man es auch, das waren die ersten Versuche mit dem Akkuschrauber, total durchgedreht. Ja, da hat man einfach nicht so dieses Gespür. Da. Und das war mit der Hand langsam rein und dann geht's. Also, ja. Und müssen wir uns bei Item bedanken für das Probeset von den Aluprofilen, weil ohne das Probeset hätten wir nie üben können. Wir hätten gleich mit den richtigen anfangen müssen und hätten dann alles kaputt gemacht. Schwerlastauszug auf einer Seite vom Aluprofil festmacht. Wir haben erst die Schrauben und die Glutsteine am Schwerlastauszug befestigt und sind dann mit dem Schwerlastauszug einmal durchs Aluprofil. So wie Profis das machen würden. Ja, und jetzt müssen wir das Aluprofil quasi wieder unser Gerüst dran machen. Ja. Das muss halt jetzt gerade sein. Was hast du da in der Hand? 6-Kant-Schlüssel. Ich dachte, das heißt bei dir kleiner Stängel. Ja, der ist schon ein bisschen dicker. Jeder, der einen Bus ausbaut, kennt es ja. Man ist eigentlich jeden Tag im Baumarkt. Heute sind wir da, weil wir eine Bodenplatte für unseren Heckauszug brauchen. Die lassen wir uns zuschneiden. Wir nehmen 15 cm dickes Siebdruckholz und lassen uns direkt die passende Größe zuschneiden.
Hier sind es 3 mm, das ist 4 mm. Warum? Das ist fertig. Es war heute ein Aufwand mit den Schlagmuttern. Ja, Wahnsinn. Also was wir heute wieder alles gelernt haben. Auf jeden Fall. Und schaut jetzt auch echt richtig stabil aus, muss ich sagen. Also, das sind Hebel. So. Einfach so lange drehen, bis es mal reicht. Bis es trägt. Bis es trägt, ja. Ja, wir sind in Polen und wollen unsere Campingbox ein bisschen umbauen. Uns ist aufgefallen, dass die Beine zu lang sind. Wir wollen 4 cm kürzen und wir wollen einen zweiten Schwerlastauszug einbauen für unsere Kühlbox, damit es nicht mehr so mühsam ist, die immer wieder rauszuholen. Wir werden heute fertig. Ja, so bei dem Tempo. Das Auto ist total auseinandergenommen, alles. Und wir haben gerade mal 90 Minuten gearbeitet. Und was machen wir dann die 2 Wochen? Weiß ich nicht. Dann könnte man vielleicht doch gleich ein paar Dinger da rausnehmen. Nee, die Nee? nicht raus. Man muss. Ach so, da muss man unter das Auto, gell? Von unten, das kannst du vergessen. Okay. Naja, schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal unsere Bettkonstruktion heute, dass die kürzeren Beine dran sind. So, wir verlegen jetzt unseren Schwerlastauszug wieder in unsere Bettkonstruktion. Okay. So. Okay. Zwei. Klappt's. Cool. Es ist wichtig, dass die Schraube im Gewinde steckt zu drehen, weil es dann viel einfacher geht. Ein Spritzer WD-40. So, die Konstruktion mit den kürzeren Beinen ist jetzt wieder so halb aufgebaut. Es fehlen noch ein paar Nutensteine für die Schwerlastauszüge. Einer alt, hier der breite, und einer neu, der weniger breite. Oh, das war dann doch komplizierter als gedacht am Ende.
Schreibt gerne in unsere Kommentare, was findet ihr besser, Holz oder Alu? Wir sind total überzeugt von unseren Aluprofilen, nichts knarzt und alles hält super. Außerdem ist es sehr kompakt. So arbeitet man in Polen. Da darf man jetzt ins Krankenhaus fahren. Marek hat jetzt die letzten 2 Tage die Konstruktion neu gebaut. Mit kürzeren Beinen. Schauen wir mal, ob noch alles passt. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die nicht nochmal neu gebaut. Ja, grad so, oder? Was heißt gerade so? Verschenkt. Ich glaube, wir müssen die Beine nochmal um 1 cm kürzen. Ja, perfekt. Ja, scheiße, jetzt passt die Küchenrolle nicht mehr drunter. Ja, cool. Kürzere Beine. Perfekt. Was wird das? Das wären die Schlingen. Altes Leder. War noch ein Schuh drauf aufgezeichnet. Wenn man das mal wäscht und vielleicht ein bisschen einölt, Ja. wird das wieder super. Okay. Haben wir sowas hier? Na klar. Olivenöl. Ach schon. Oder Butter. So, ist jetzt der zweite Schwerlastauszug fertig. Na doch, passt. Wenn euch unsere Reise mit Franzi gefallen hat, dann abonniert uns doch. Die nächste Reise kommt bestimmt.